Hallo und herzlich willkommen bei Motorart. Heute geht es um die Honda VFR 750F, die hier steht. Ja, das war ein Scheunenfund. Das Motorrad ist schon etwas in die Jahre gekommen, ist Baujahr 1989. Ja, da sieht man dem Moped auch so ein bisschen an. Hier die Verkleidung ist ein bisschen gerissen, da ein bisschen Kratzer, kleine Beulen. So, das ist hier die RC24. Ganz wichtig darauf zu achten ist, es gibt zwei Generationen von der Maschine. Einmal die RC24-1, die wurde von 1985 bis 1987 gebaut. Und die zweite Generation hier wurde von 88 bis 89 gebaut. So, kommen wir zum Vorgänger. Der Vorgänger der Maschine, das war die VF 750F. Und wie gesagt, danach kam die hier. Und das war quasi die Antwort auf die Suzuki GSX-R 750. Da kam die Honda und hat die Maschine auf den Markt gebracht. Der Nachfolger der schönen Maschine hier kam 1998 auf den Markt und das war die VFR 800 FI. Warum sind so ältere Bikes interessant? Ja, weil alle Bikes, die vor 1989 zugelassen waren, keine AU brauchen. Da fährt man hin, macht einfach nur TÜV und Abgasuntersuchung muss man bei der Maschine nicht machen. Und das trifft halt auf die Honda zu. Und zusätzlich hätte sie dann noch ein H-Kennzeichen. Die Generation 1 und die Generation 2 sehen fast gleich aus. Und doch gibt es wesentliche Unterschiede. Zum Beispiel die Verkleidung. Bei der Generation 1 sieht man den Motor, das ist hier quasi wie weggeschnitten. Und die Generation 2 hier ist mehr verkleidet. Bei der ersten Generation hat sich der Durchmesser der Vergaser zu der zweiten Generation verändert. Und zwar bei der ersten war der 31,6 der Durchmesser und bei der zweiten Generation war der Durchmesser der Vergaser 34 mm. Ein sehr großes Merkmal bei den Maschinen von der ersten Generation zu der zweiten Generation ist, dass bei der ersten Generation vorne eine 16 Zoll Felge verbaut ist und hinten eine 18 Zoll. Und bei der zweiten Generation ist vorne sowie auch hinten eine 17 Zoll Felge verbaut. Bei der zweiten Generation sind die Bremsscheiben vorne um 20 mm vergrößert worden und die hintere Bremsscheibe ist genauso geblieben wie bei der ersten Generation. Aber dazu kommen wir ja noch. Im Tacho selbst wurde auch eine Veränderung vorgenommen, und zwar die erste Generation hat keine Tankanzeige und hier bei der zweiten Generation haben wir eine Tankanzeige. In den originalen Farben wurde die erste Generation und die zweite Generation in Weiß, Blau und Rot ausgeliefert. Und schreibt mal unten gerne in die Kommentare, was ihr von der ersten oder zweiten Generation haltet und welche Generation ihr selber bevorzugen würdet. Kommen wir zu den allgemeinen Daten. Die Maschine hat 74 kW, das sind 100 PS. Die Maschine hat einen V-Motor, ist ein Vierzylinder, wassergekühlt, aber zum Motor kommen wir dann später. Kommen wir zu den Maßen. Die Maschine hat einen Radstand von 1480 mm, eine Gesamtlänge von 2175 mm. Das Bike hat eine Breite von 730 mm und die Höhe beträgt 1170 mm. So, kommen wir zum Gewicht. Leergewicht der Maschine vollgetankt beträgt 222 Kilogramm. Das zugelassene Gesamtgewicht wäre bei 402 Kilogramm. Kommen wir jetzt zum Tank. Das Tankvolumen wäre bei der Maschine 20 Liter und davon wären 5 Reserve. Die Maschine wurde damals in Japan zusammengebaut. Wie gesagt, hat ja V-Motor mit 4 Zylindern. Ich persönlich mag die Motoren sehr. Die sind sehr zuverlässig. Ja, die Ausnahme ist halt, dass sie nicht mehr als 100.000 Kilometer schaffen. In der Regel schon. Ja, ja und wie gesagt, am Ende des Videos machen wir auch einen kleinen Soundcheck. Also schaut das Video bis zum Ende. So, kommen wir zum Motor, der logischerweise hier vorne sitzt. Aber den können wir nicht so gut sehen, weil er verkleidet ist. Hier ist der Einfüllstützen fürs Öl und hier sitzt der Ölpeilstab. Wie gesagt, das ist ein Vierzylinder V-Motor
mit 90 Grad, hat einen Hubzapfenversatz von 180 Grad. Der Motor hat eine 70er Bohrung, einen Hub von 48,6 mm, eine Verdichtung von 10,5:1 und somit hat der Motor einen Hubraum von 748 Kubikzentimetern. So, das Moped hat eine hydraulisch betätigte Kupplung, eine Mehrscheibenkupplung in Ölbad und bitte mal darauf achten, dass die Flüssigkeit hier gewechselt wurde, weil bei so einem älteren Moped, wie gesagt, ist es nicht verkehrt, dass man die Flüssigkeit mal öfters wechselt, mindestens einmal im Jahr. So, kommen wir zu der Bremsanlage hier vorne. Die hat natürlich kein ABS-System, weil in den Jahren gab es für die Bikes noch gar keine. Hat vorne 2 Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 276 mm und wie hier zu sehen, ein Bremssattel mit einem Doppelkolben verbaut, auf beiden Seiten natürlich. Die Bremse hier vorne wird auch hier hydraulisch betätigt durch den Bremshebel hier. Hier ist der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter. Bitte auch jährlich warten. So, kommen wir zu der hinteren Bremsanlage. Das ist eine Einscheibenbremse mit einem Doppelkolben-Bremssattel und natürlich auch hier hinten kein ABS-System. Die Bremse hinten wird hydraulisch betätigt durch das Pedal hier. Der Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter sitzt unter der Verkleidung und den hat man quasi mit einem Griff ab. Hier sitzt er. Bitte darauf achten, jährlich warten. Hier sitzt die Batterie, aber die ist gerade nicht verbaut, weil die am Laden ist. Und das mag ich an den alten Bikes, dass man überall schnell drankommt, nur mit 1, 2 Griffen. Nicht wie bei den neuen. Bei den neuen halt, wenn du irgendwas wechseln möchtest oder ausbauen oder was, dann sitzt du auch stundenlang dran. Und hier, zack, fertig. Hinten ist ein Zentralfederbein verbaut, was man verstellen kann. Und der Federweg beträgt bei dem Federbein hier jetzt 115 mm. Ja, hier vorne haben wir eine Telegabel verbaut. Die Standrohre haben einen Durchmesser von 37 mm. Der Federweg hier beträgt 140 mm. Ja, und ich habe eine kleine Probefahrt mit der Maschine gemacht und ich muss sagen, für so ein Schätzchen ist das Fahrwerk noch voll in Ordnung halt, ne? Man muss natürlich auch die Gabel vorne auch warten. So, kommen wir zur Bereifung. Hier vorne fahren wir ein 120 70 ZR17, eine Felgengröße 3,5 x 17. Und bitte darauf achten, wenn ihr so ein älteres Bike zulegen möchtet, dass die Bereifung nicht älter als 6 Jahre ist. Und hinten fahren wir 170 60 ZR17 und die Felgengröße ist 5,5 x 17. So, kommen wir zu der Wartung. Zu der Wartung kann ich euch jetzt nicht viel erzählen, weil wir haben keine Wartungspläne von der Maschine. Was ich selber machen würde, ist halt jährlich Bremsflüssigkeitwechsel, jährlich auch Ölwechsel, quasi alle 12.000 Kilometer oder alle 12 Monate. Ja, bei anderen Flüssigkeiten wie Kühlflüssigkeit und so gibt es ja auch Tester, wo man die mit testen kann. Zum Ventilspiel, ja, ist auch so eine Sache. Vor allem bei der Maschine, bei dem VO-Motor ist es relativ schlecht dran zu kommen. Ich denke mal, wenn man bei der Honda mal beim Hersteller mal nachfragt, können die einen mehr erzählen. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare zum Thema Wartung. Kommen wir zu den Problemen und Krankheiten von diesem Motorrad. Es kommt natürlich darauf an, ob man eine Maschine sich zulegt, die lange gestanden hat, oder eine Maschine, die regelmäßig bewegt wurde. Im Allgemeinen ist die Maschine sehr zuverlässig und stabil. Ja, die meisten Probleme, die die Maschine dann hat, ist halt altersbedingt. Kommen wir dann hier vorne zu den Reifen.
zu der Gabel vorne, dass die mal undicht werden kann. Die Bremsen, Bremssättel, dass die festsetzen können, die Bremsschläuche porös sind. Oder hier das Lenkkopflager, das ausgeschlagen sein könnte. Wie man das kontrolliert, haben wir ein separates Video gemacht und auf den Kanal hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken. So, kommen wir zum Tank. Hier bei längeren, sehr langer Standzeit mit dem Sprit, ja, gammelt der Sprit vor sich hin, verstopft alle Leitungen, die Vergaser setzen sich fest, werden dreckig, das verklebt alles innen drin und funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Darüber haben wir auch noch ein Video, könnt ihr euch auch gerne anschauen auf dem Kanal. Entweder ist das Video mit den Vergasern schon hochgeladen oder wir werden es hochladen. Ansonsten mal darauf achten, auf die allgemeine Dichtigkeit des Motors, ja, auf die Kette, auf die Ritze, quasi auf den Verschleiß, ob die noch in Ordnung ist. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon. Am Ende blenden wir euch auch noch über einen Soundcheck von der Maschine ein. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr noch für Bikes sehen möchtet. Ja, und ich würde sagen, allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.